Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute werde ich euch mal zeigen, wie ich diese Baumscheibe weihnachtlich dekorieren werde. In meinem Fall hat sie jetzt in etwa einen Durchmesser von 32 Zentimetern. Bevor ich jetzt meine Baumscheibe dekoriere, erstelle ich mir mal zunächst 3 kleine Bäumchen. Dafür verwende ich jetzt Zypressengrün. Ihr könnt aber auch anderes Grün verwenden, zum Beispiel Thujagrün. Ja, und wie bereits erwähnt, das wären jetzt 3 kleine Bäumchen. Ich nehme jetzt hier unten mal das Grün schon mal ab, sortiere mir auch gleich mein Grün, dass das längste halt beim längsten Grün liegt und das kürzeste beim kürzesten Grün. So, mal eben hier Lucky, das kann mal hier hin, das kann auch zu dem hier. Das machen wir mal eben nach hier hin. Ja, ich glaube, ich kann noch etwas gebrauchen. Okay, zack, zack. Das hier muss aber jetzt auch ab. Jetzt kürze ich mir den Ast mal ein. Und meine Bäumchen, die sollen alle nachher eine unterschiedliche Länge haben. Ne? Die sollen jetzt nicht alle gleich groß werden. So, mal eben schauen. Ja, können wir ruhig so rum machen. Der kann auch ruhig etwas schräg nachher sein, das Bäumchen. Dann habe ich jetzt hier Bindedraht. Na, wo gehst du auf? Da. Starte ich mal eben hier gerade ab. So, machen wir es doch so rum. So, Bindedraht ist am Start. Wird jetzt hier am Ende befestigt. Eben hier miteinander verwursteln. Zacki, zacki. So. Jetzt nehme ich mir mein Zypressengrün. Ich will die ganze Zeit Thujagrün sagen. Ich nehme jetzt immer so 2-mal Zypressengrün und lege mir das hier auf meinen Ast drauf. Das Grün geht aber schon weiter nach oben hinweg, als dieser Ast hier lang ist. Ne? Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Und wickel das nun 2-mal mit meinem Ast, genau, mit meinem Bindedraht fest. Jetzt nehme ich mir wieder etwas Grün hinzu. Aber ich habe gerade festgestellt, in meinem Fall kann das sogar schon einen Tacken höher. Ja, so weit gibt es dann auch mal bei mir. Ne? Ich muss manchmal auch Sachen wieder abbauen, weil ich möchte das hier nachher als Stamm auch sehen können. Hätte ich das jetzt zu tief dran gewickelt, dann sähe man ja den Ast nachher nicht mal oder den zukünftigen Stamm. Wickel mir das wieder fest. Jetzt kommt das nächste Grün hinzu. So. Ja, ich denke, einmal nehme ich noch hinzu. Nehmen wir das hier. Auch festwickeln. Jetzt kommt mein etwas kürzeres Grün. Könnt ihr auch ruhig mal 3-mal nehmen, ne? Leg mir das jetzt einen Tacken höher als mein vorheriges Grün. Aber nur so etwas. Wickel das auch fest. Das ist jetzt im Übrigen auch der Grund, warum ich einen farbigen Bindedraht verwendet habe. Ihr könnt natürlich auch einfach einen schwarzen nehmen, aber das wird nachher mit einem farbigen Bindedraht auch wiederum schöner aussehen. Wieder mein Grün. Mal eben schauen, wo darf noch was hin. Da kann noch was hin. Auch wieder festwickeln. So. Eben gucken. Ja, das reicht jetzt schon mal in meinem Fall. Jetzt wickele ich das hier oben richtig stramm beieinander. Ich ziehe meinen Bindedraht jetzt auch so stramm, wie ich es irgendwie hinbekomme. So, und jetzt gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Ihr könnt auch nach unten hin wegwickeln. Werde ich nicht machen. Ich will das Ganze so plüschig lassen, wie es jetzt ist. Und schneide jetzt mit meiner Drahtschere meinen Bindedraht mal an. Und verfriere mir den an den bereits dran gewickelten Bindedraht. Wenn meine Schere hier mal schneiden würde. Ja, das sieht doch so schon mal ganz gut aus und die nächsten 2 Bäumchen werde ich jetzt komplett im Zeitrafferformat erstellen. Ja, so kann es dann leider auch gehen. Ich habe mich vorhin hier mit meiner Schere an meinem Finger so richtig schön gequetscht. Aber ist jetzt vollkommen wurscht. Ihr braucht jetzt als nächstes eure Heißklebepistole, um diese Bäumchen auf der Holzscheibe zu befestigen. Alternativ, was man auch machen könnte, werde ich jetzt allerdings definitiv nicht machen.
Ihr bohrt hier Löcher hinein und dann könnt ihr die da zack hineinstecken, die Bäumchen. Aber diese Holzscheibe, oder ich sag's mal anders, bei uns sind die jetzt echt teuer, die Holzscheiben. Ich habe jetzt für diese Holzscheibe, ich glaube 35 € bezahlt und von daher werde ich da keine Löcher hineinbohren. An der Stelle habe ich jetzt Glück, da hat meine Holzscheibe schon ein Loch vorhanden. Ist aber jetzt wirklich purer Zufall, dass das Bäumchen da jetzt auch so schön hineinpasst. Und die anderen werde ich jetzt ganz entspannt und vor allen Dingen vorsichtig mit der Heißklebepistole hier befestigen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so, wie ich mir das vorstelle. Das kann man dann auch später einfach wieder abfrieren in den Heißkleber. Ne? Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Ich mache da jetzt auch mal ordentlich Heißkleber dran und halte das Ganze so lange fest, bis ich halt merke, der Heißkleber wird kalt und mein Bäumchen steht da von alleine drauf. Aber da könnt ihr wirklich ordentlich Heißkleber unten dran machen. Wer möchte, der kann jetzt seine Bäumchen auch noch weiter dekorieren. Ich werde auf jeden Fall noch diese übrig gebliebenen Zypressenzapfen einarbeiten und eventuell auch noch diese Sterne. Die stammen jetzt sogar noch aus dem letzten Jahr und das werde ich jetzt alles mit meiner Heißklebepistole befestigen. Ach ja, und ich habe ja jetzt letzten Endes 4 Bäumchen erstellt, aus dem ganz einfachen Grund, ich hätte sonst Materialverschwendung gehabt. Weil das, was jetzt hier noch liegt, ne, das kann ich einfach entspannt beiseite räumen. Aber ich hatte einfach, ja, letzten Endes einen Tacken zu viel abgeschnitten. Und von daher dann halt 4 Bäumchen anstelle von 3 Bäumchen. So, die Sterne möchte ich aber nur hier oben dran haben, ne, jetzt nicht überall. Ja, mal gucken, ne, ich entscheide das jetzt erstmal im Laufe des Prozesses, wie es letzten Endes auch werden wird. Und ihr solltet euch auch mal überlegen, an welcher Stelle ist hier die Front. Ne? Also von wo aus sieht man das? Es sei denn, man sieht das jetzt von allen Seiten, dann würde ich auch so einen Stern auf die Rückseite dran machen. Muss ich aber jetzt nicht machen. Nun werde ich etwas Plattenmoos einfach auf meine Baumscheibe hinauflegen. Ich muss das aber hier stellenweise noch an den Bäumchen mir etwas zurechtfriemeln. Zupft das so leicht auseinander. Ja, und interessanterweise war jetzt in meiner Packung auch noch dieses Moos mit drinne. Wie das jetzt genau heißt, kann ich euch jetzt leider an dieser Stelle nicht sagen. Und habe ich das jetzt schon gesagt, es wird jetzt nicht mehr mit der Heißklebepistole gearbeitet. Kann man da ganz entspannt, ja, einfach halt nur drauflegen. Ne? Das wäre jetzt Quatsch, das hier irgendwie noch zu befestigen. Mache ich jetzt hier auch mal vorzugsweise so zwischen den Bäumchen. Ja, und dann könnt ihr euch mal wiederum Gedanken machen, wie ihr das Ganze halt weiter dekorieren möchtet. Ne, da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, was man da jetzt noch alles machen könnte. Hat ja auch immer was damit zu tun, was sind die eigenen Lieblingsfarben, was findet man persönlich am schönsten. Aber das sind ja jetzt hier letzten Endes nur mal Anregungen für euch. Und ich glaube, ich könnte noch ein wenig Moos gebrauchen. Ja, ich habe ja jetzt hier genug. Ich muss mal gleich gucken, ob ich da überhaupt noch mehr Moos einarbeiten möchte. Jedenfalls kommen jetzt hinzu Pinienzapfen, Kugeln, ein Dekovogel. Dann habe ich hier ein Teelicht und last but not least dieser kleine Wichtel. Da kann man auch ein Teelicht drinnen platzieren. Das wird jetzt aber alles hier wirklich nur so draufgelegt werden. Die Heißklebepistole brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, dann kann man das Glas mal hier hinstellen und eventuell, aber ich weiß es jetzt wirklich noch nicht, da drumherum noch etwas Moos, oder? Ich zeige es euch mal. Hier vielleicht doch noch ein bisschen Moos hinzu. Ja, ich mag Moos aber auch total gerne. Mal schauen, dass das hier auch einigermaßen gut drauf steht. Nö, das ist schon mal okay soweit. Nur den Vogel, den würde ich jetzt hier nicht auf den Moos stellen. Der wird höchstwahrscheinlich so umkippen. Oder man macht hier so einen ganz kurzen kleinen Zahnstocher durch. Wo habe ich denn jetzt meinen Zahnstocher? Mal eben schauen, ob das gehen würde. Oder etwas Draht. Wäre eigentlich auch noch eine Möglichkeit. Mal gucken. Das Moos ist jetzt in meinem Fall relativ hoch. Ja doch, das geht auch. Mit dem Zahnstocher scheint okay zu sein. Er kommt dann mal hier hin. Da will ich auch irgendwie drankommen mit meinem Teelicht. Muss man eben selber einfach mal drehen. Oder die stellen wir dahin. Ja, und da könnt ihr ja jetzt auch stundenlang weiter dekorieren. Ich weiß jetzt selber noch nicht so genau, wo ich diesen Vogel hier hin haben möchte. Oder doch da? Ja, ich sage ja, ne, hier hast du Trillionen Möglichkeiten. Pinienzapfen sind auch noch aus vergangenen Jahren. Hier an dem ist noch etwas Draht dran. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wovon das war. Was man auch noch machen könnte, ist mir jetzt gerade spontan eingefallen.
etwas Schneepulver darüber streuen. Ich habe da immer bis dato so ein Bio-Schneepulver verwendet, aber muss ich mal jetzt gleich spontan selber entscheiden. Ich hoffe, das ist jetzt hier keine Fehlentscheidung mit meinem Schneepulver. Zur Not abpusten. Aber ich denke, ja, ich darf jetzt nur nicht übertreiben. Ne? Ich könnte hier wirklich mal wieder Vollgas geben. Nur ein wenig, so ein Hauch. Deswegen nehme ich jetzt hier auch mal lieber das alles per Hand raus und nicht hier schacker, ne? Schön die halbe Tüte darüber kippen. An solche Sachen solltet ihr jetzt nur nicht mit dem Föhn später drankommen. Und natürlich dieses Schneepulver jetzt hier nicht bei den Kerzen mit hinein, so wie ich das gerade mache. Jetzt werde ich noch eine 2 Meter lange Drahtlichterkette einarbeiten, beziehungsweise ich lege mir die einfach um meine Baumscheibe so drumherum und dann bin ich mit dieser Dekoration auch soweit fertig. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!